Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video zeigen wir euch heute den Asus Active Stylus Pen SA300. So, also wir haben jetzt hier den Stift. Es handelt sich hier um den Asus Active Stylus Pen SA300 mit der USI-Zertifizierung. Wir packen den jetzt mal kurz gemeinsam aus und nehmen dann noch kurz in den Betrieb. Was ich dazu noch kurz sagen muss, es gibt austauschbare Spitzen. Es wird hier aber kein Ersatz mitgeliefert. Man kann sie bei Bedarf im Dreier-Set für knapp 20 € bestellen. Ich würde euch den Link mal unten in die Beschreibung reinpacken. Was auch ganz wichtig ist bei dem Stift, es kann sein, dass ein Batterieplättchen dabei ist. Hier in dem Fall ist jetzt keins dabei. Ich mache jetzt mal kurz hier in die Batterien rein. Man braucht keine Verbindung über Bluetooth. Und es ist ein magnetischer Clip-On sozusagen als Stifthalterung. Ich probiere das jetzt hier mal kurz. Also ihr seht schon, er funktioniert gleich. Ohne Bluetooth, ohne dass wir ihn verbunden haben. Ich kann damit auch wunderbar schreiben. Der USI ist ein Zusammenschluss von zahlreichen großen IT-Unternehmen. Bei aktiven Eingabestiften gibt es immer die große Frage der Kompatibilität zu den Endgeräten. Welcher Stift funktioniert an welchem Gerät? Sind bei Endgeräten fremder Hersteller alle Funktionen des Pens verfügbar? Durch diese Initiative einigen sich alle beteiligten Hersteller auf eine einheitliche Technologie, um die Zertifikation von USI zu erhalten. Im Notebook- und Tablet-Bereich kommen USI-Pens im Chromebook-Segment zum Einsatz. Ab 2019 unterstützen fast alle Chromebooks mit Touch-Funktion USI-Stifte, da Google Mitbegründer der Initiative ist. Schau einfach bei deinem Gerät nach, ob dein Gerät USI zertifiziert ist und somit wird auch der SA300 bei dir funktionieren. Wir blenden euch jetzt noch die offizielle Kompatibilitätsliste von Asus ein. Also einmal nochmal ein paar Funktionen und mein Schreibgefühl zu dem Stift. Also es hat einmal ein wasserabweichendes Gehäuse, eine sehr angenehme und matte Oberfläche, schreibt sich sehr gut, ist auch sehr leicht in der Hand mit ca. 16 Gramm, hat eine schnelle automatische Verbindung, wie auch vorhin schon gezeigt wurde und laut Herstellerangaben auch 4096 Druckstufen, wo auch eine präzise Eingabe möglich ist, wie man auch hier sieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal.